Es gibt ja Klemmbausteinhersteller, die haben sogenannte 2-in-1 Sets, wo man das eine Set oder das andere bauen kann. Aber Kobi hat das auf einen neuen Level gehoben. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, es gibt ein neues Kobi-Set, das über 1000 Teile hat, in dem wir 2 Panzer und eine Ruine bauen, und dann kommt es auch sogar noch mit Rabattcode in Kooperation mit dem Deutschen Panzermuseum in Munster daher. Das Kobi-Set 2284, nämlich die Schlacht von Arras, Battle of Arras, die hat 1940 stattgefunden und im Set enthalten ein Matilda II und ein Panzer 38T, den Großvater vom sogenannten Hetzer. Freunde, kommt mit mir auf den Bautisch, ich bin richtig gespannt, was sich da alles in diesem Karton verbirgt. Ja Freunde, da haben wir das Set 2284 in Kooperation mit dem Deutschen Panzermuseum bzw. dem Tankmuseum von Bovington. Das habe ich euch vorne beim Intro unterschlagen. Von Kobi auf dem Bautisch liegen. Natürlich dann in der Historical Collection World War II die Schlacht von Arras oder Arras mit dem Matilda II, den sehen wir hier rechts, und den Panzer 38T hier links, grün und grau. Hier haben wir eine schöne Ruine, Parfümerie steht da, hier haben wir 2 Straßenschilder, Arras und Dünkirchen, dazu kommen wir dann gleich bei den Fakten, und das ganze Set kommt im Maßstab 1:35 daher. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Da sehen wir die beiden Fahrzeuge nochmal von hinten. Wir sehen hier schöne Transklierteile. Generell freue ich mich auf die Ruine. Die Fakten bekommt ihr auch gleich. Der Matilda wird 17 cm lang und 7,3 cm hoch, während der 38T 14,5 cm lang wird und 7,5 cm hoch sein wird. Schwere Geburt. Aber dafür wird es viel einfacher, euch zu zeigen, was sich im Karton verbirgt. Ja Freunde, da ist der Inhalt auf dem Bautisch. Ich packe mal die Tüten zur Seite. Wir haben 2 Anleitungen. Einmal für den 38T und einmal für den Matilda II mit dem Häuschen. Ganz lustig, hier sind viele Prints drauf. Hier steht Wilde Sau und da haben wir The Princess Royal. Ja, packen wir die zur Seite und schauen mal, wie viele Tüten wir haben. Tüte 1, Tüte 2, Tüte 3, Tüte 4. Es kommt mir alles ein bisschen vor, als wenn hier noch viel Luft wäre. Schauen wir mal. Jetzt nochmal in die Anleitung. Ab 7 Jahren der Panzer hier, ab 8 Jahren das hier. Also logischerweise das ganze Set eigentlich ab 8 Jahren. Macht ja sonst keinen Sinn. 334 Steine hier und 681 Steine da. Irgendwie lustig, dass sie das so unterteilen. Vielleicht verkaufen sie es nochmal irgendwann separat. Wer weiß, wer weiß. Ja, Kobi-Anleitungen wie folgt. Hier Tüte 4 bauen wir den Panzer. Tüte 1, dann wahrscheinlich hier 1 bis 3 den Matilda und die Ruine. Also Tüte 4 hier und die 3 Tüten hier. Wir reißen Tüten auf und bauen dann nacheinander los. Der erste Schritt ist immer farblich, danach der Schritt, den wir bei 1 hatten, ist dann quasi ausgegraut und der nächste ist wieder farblich. Also was wir bauen aktuell ist farblich, das davor ist grau. Pfeile weisen uns den Weg und in diesen Rechtecken steht immer, was wir so bauen, und es gibt auch so Anlegehilfen, da sehen wir, wie groß, wie lang so eine Flat-Tile, so eine flache Fliese sein müsste. Die letzten Seiten sind dann immer die mit der Teileübersicht. Da sehen wir dann, welcher Stein uns vielleicht fehlt und können ihn dann hier auf der Internetseite reklamieren. Bisschen Werbung haben wir hier. Den habe ich euch schon gebaut. Findet ihr oben auf meinem Regal. Und hiervon habe ich euch auch schon ein paar Fahrzeuge gezeigt. Schaut einfach oben auf dem i, da findet ihr meine Kobi-Playlist. Wir wollen aber noch mal schauen. 96 Bausteps, bis wir mit Ruine und Matilda II fertig sind. In der Anleitung hier, und hier haben wir dann 63 Bauschritte, bis wir mit dem 38T fertig sind. Mal gucken, in welcher Reihenfolge ich loslege. Irgendwie habe ich Lust, das rückwärts zu bauen, also erst den 38T. Ja, Freunde, das heißt, wir haben hier viel Klemmspaß. Das kann ich, glaube ich, jetzt schon mal sagen. Vor allen Dingen, ich mag es einfach, wenn wir hier in diesen verschiedenen Kooperationen bauen, und eigentlich wird es jetzt ja auch klar, der Matilda II kommt vom The Tank Museum in Bovington in England und der 38T steht im Deutschen Panzermuseum Munster. Das Rätsel also quasi geklärt, während ich hier quatsche. Ja,
Euch also jetzt viel Spaß bei den Fakten rund um die Schlacht von Arras und mir viel Spaß beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über die Schlacht von Arras. Die Schlacht von Arras war Teil der deutschen Offensive im Westen, die am 10. Mai 1940 begann und als Blitzkrieg bekannt wurde. Die deutsche Armee hatte in Belgien und den Niederlanden einmarschiert und versuchte nun schnell in Frankreich vorzustoßen. Die Verteidigungslinie der Alliierten entlang der belgisch-französischen Grenze war von großer strategischer Bedeutung, da sie den Vorstoß der deutschen Armee aufhalten sollte. Die Stadt Arras befand sich auf dieser Linie und war ein wichtiger Verteidigungspunkt. Die britischen Truppen, die die Stadt verteidigten, waren Teil der British Expeditionary Force, der BEF, und standen unter dem Befehl von General Harold Alexander. Die französischen Truppen, die versuchten, den britischen Truppen zu helfen, waren Teil der 1. französischen Armee unter dem Befehl von General Baston Billot. Die deutschen Truppen wurden von Generaloberst Gerd von Rundstedt kommandiert und bestanden aus 3 Armeegruppen. Die Armeegruppe B, die an der Schlacht von Arras beteiligt war, bestand aus ungefähr 200.000 Soldaten, 1.500 Panzern und 1.200 Flugzeugen. Die britischen Truppen in der Schlacht von Arras bestanden aus ungefähr 35.000 Soldaten und waren mit 350 Panzern und 400 Flugzeugen ausgestattet. Die französischen Truppen, die versuchten, den britischen Truppen zu helfen, hatten eine Stärke von etwa 40.000 Soldaten und waren mit 250 Panzern und 200 Flugzeugen ausgerüstet. Die deutschen Panzer in der Schlacht von Arras waren hauptsächlich Panzer III und Panzer IV, die mit einer 50 mm Kanone bewaffnet waren. Die britischen Panzer waren hauptsächlich Matilda- und Cruiser-Panzer, während die französischen Panzer hauptsächlich Char B1 und Seymour S-35 waren. Die deutschen Flugzeuge in der Schlacht von Arras waren hauptsächlich natürlich die Bf 109 und die berühmte Junkers Ju-87 Stuka, während die Briten hauptsächlich mit Spitfire und Hurricane und die Franzosen hauptsächlich mit Miron Saunier MS 406 und Devonton 520 unterwegs waren. Am 10. Mai begann die Schlacht von Arras mit einem deutschen Angriff auf die Stadt. Die deutschen Truppen hatten eine überlegene Luftunterstützung und Panzer, die sie einsetzen konnten. Die britischen Truppen hielten die Stadt für mehrere Tage, obwohl sie schwere Verluste erlitten hatten. Die französischen Truppen, die versuchten, den Britischen zu helfen, wurden von den deutschen Truppen zurückgedrängt. Die Schlacht von Arras war ein entscheidender Moment in der deutschen Offensive im Westen und hatte schwerwiegende Auswirkungen auf den Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Der Fall von Arras ermöglichte den deutschen Truppen weiter nach Westen vorzustößen und die französische Armee in der Schlacht von Dunkirk zu umzingeln. Die Alliierten mussten schließlich eine Niederlage einstecken und Frankreich wurde im Juni 1940 von den deutschen Truppen erobert. Die britische Armee konnte sich jedoch aus Frankreich zurückziehen und sich auf die Verteidigung der britischen Inseln konzentrieren. Die Schlacht von Arras war auch ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte der Kriegsführung. Die deutsche Armee hatte bewiesen, dass ein schneller Vorstoß mit Hilfe von Panzern und Luftunterstützung möglich war. Das, was später als der berühmte Blitzkrieg bekannt wurde. Die Alliierten mussten ihre Verteidigungsstrategie anpassen, um gegen diese Taktik aus kombinierten Waffengattungen zu bestehen. Insgesamt war die Schlacht von Arras eine verlustreiche Schlacht, die sowohl die Alliierten als auch die Deutschen schwer traf. Die deutschen Truppen erlitten schwere Verluste, insbesondere bei der Luftwaffe, die 27% ihrer Flugzeuge verlor. Die Alliierten verloren fast 11.000 Soldaten und etwa 1.500 Panzer und Flugzeuge. Heute erinnert das Arras-Memorial an die britischen Soldaten, die in der Schlacht von Arras und anderen Schlachten in der Umgebung gekämpft hatten. Das Denkmal befindet sich auf dem Faubourg des Armées British Cemetery in Arras und trägt den Namen von mehr als 34.000 Soldaten, deren Grabstätten unbekannt sind. Insgesamt bleibt die Schlacht von Arras ein wichtiger Teil der Geschichte des Zweiten Weltkrieges und ein Beispiel für die Brutalität und die Herausforderungen, denen sich die Soldaten auf beiden Seiten gegenüber sahen. Ja, Freunde, das waren die Fakten zum grundlegenden Motiv dieses Sets. Freunde, euch jetzt viel Spaß beim Review des Kobi-Set 2284. Gleich geht's im Review, aber noch ein bisschen die Spannung halten. Hier seht ihr aus dem Deutschen Panzermuseum den Panzer 38T und gleich hier den Mark II Matilda aus dem Tankmuseum in Bovington. Nach 2,5 Stunden steht es da, unser Kobi-Set 2284, die Kombination bzw. Kooperation der beiden
berühmten Panzermuseum aus Bovington in England und dem Deutschen Panzermuseum aus Munster das Set Battle of Arras mit dem Matilda II bzw. Mark II und den Panzer 38 TT für das Ursprungsland Tschechei. Hier haben wir Arras, das hier 1940 Standort dieser Schlacht war. 2 Stunden und 38 Minuten, muss ich sagen, hat es genau gedauert für die 1015 Steinchen im Maßstab 1:35. Und was soll ich sagen, Freunde? Es ist, glaube ich, für mich zum ersten Mal, ich sagen muss, abgesehen von der Action Town Serie von Kobe und den Pirates, das erste Spielzeugset von Kobe, was ich hier so richtig habe. Natürlich ist es ein Set, das, wie gesagt, wahrscheinlich hauptsächlich auch in Museen verkauft werden soll. Es sind Exponate, ihr habt es gesehen, die beide wirklich in den Museen stehen. Das Fahrzeug steht, der Mark II, der Matilda, beziehungsweise die fährt sogar. Aber diese Dinger sehen aus wie Spielzeuge. Was ich ganz cool finde, damit fangen wir an. Erstmal, wir haben halt wieder eine ganze Menge Steinchen über. Finde ich ganz gut. Wir haben natürlich keine Minifiguren. Dann wäre es wahrscheinlich noch mehr Spielset. Wir haben aber, was wir von Action Town, also der Kobe City Serie kennen, hier so eine Mülltonne, die ja komischerweise so einen amerikanischen Style hat. Wir haben hier so einen abgenagten Fisch, der wahrscheinlich in die Mülltonne soll. Und wir haben hier so eine Wedge in diesen hellbraun, die wahrscheinlich auch hier zur Ruine gehören soll. Die Ruine ist eigentlich zwar ganz cool, vor allen Dingen die Drucke ganz cool, Parfümerie, hier Arras und da Dunkirk, also Dünkirchen. Wir haben hier das Wasser, wir haben den Eimer, wir haben hier diese Laterne mit den 3 Lampen und wir haben die Dachfliesen, die Slopes, die ihr vielleicht schon kennt. Ich habe ja um den 24. herum immer besondere Weihnachtssets und da gab es diese Slopes auch schon. Alles von Kobe. Und hinten haben wir hier so einen orangefarbenen Flocati. Was lustig ist, naja, typisch hier so diese Türen. Das kann Kobe auch nicht, wobei ich will mal gucken. Doch, sie rastet ein, guck, dann hält es. Also, die Slopes oben sind ganz cool, weil sie marmoriert sind. Wir haben auch ganz viele Ecksteine hier, die so kaputt wirken. Also, es ist cool, aber wieder nur so eine Hälfte. Ich hätte gerne mal mehr davon. Kobe, bringt mal eine Ruine raus. Bringt eine Ruine raus, bitte, bitte, bitte. Denn das ist eine Spielzeugruine. Ich zeige euch nachher mal eine richtige Ruine. Was ich cool finde, ist das Transclear, dieses Wasser hier von den offenen Wasserhahn quasi. Aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen die großen Kobe-Panzerchen, Fahrzeuge, Flugzeuge hat, der möchte einfach mehr Gebäude drumherum. Bei Company of Heroes haben wir ja Gott sei Dank den Bunker und wir haben den Tower. Aber hier so, das ist ein bisschen schade. Natürlich, im Kontext des Sets passt es wunderbar, alles gut. Aber für mich als Kobe-Sammler, ich sage einfach, ich hätte gerne mehr. Und es sieht mir ein bisschen zu einfach aus. Nochmal aber als Mitbringsel aus dem Museum kann ich es verstehen. Das nehmen wahrscheinlich Kinder mit oder es wird für Kinder gekauft, um zu zeigen, guck mal, da waren wir und schau mal, als wir damals den und den Panzer gesehen haben. Fangen wir auch mal an, genauso wie ich es gebaut habe, nämlich hier mit unseren 38T. Extra die Anleitung habe ich euch gesagt, weil hier, ne, Panzermuseum Munster. Erstmal der Rolltest. Ja, mehr schlecht als recht. Was cool ist, ist einfach, dass die Fahrzeuge richtig viele Drucke haben. Hier wilde Sau, das Y, das Einheitenkennzeichen, Balkenkreuz, ganz viel hier oben bedruckt, die Nieten. Wir haben auch ganz viele Nieten-Slopes. Wir haben hier hinten eine dieser dünnen 1x1er Fliesen, die auch bedruckt sind. Wir haben hier hinten nochmal so einen Ritter, der eine Keule schwingt. Und wir haben hier auch Nieten und auch die 134 und das Balkenkreuz. Das ist alles ganz cool. Dieses Fahrzeug war natürlich nicht groß, aber es wirkt für mich nicht wie Maßstab 1:35, sondern ich stelle es mal daneben jetzt hier, da. Ich habe hier mal einen T34 aus der 1:48 Serie geholt. Der wirkt auch nicht viel größer. Natürlich, nochmal, das Fahrzeug war kein großes, aber irgendwie wirkt es doch mickrig. Das ist diese ewige Diskussion mit den Maßstäben. Cool gebaut ist aber hier hinten die Abgasanlage, hier hinten auch mit diesen Dreiecksteinen, die wir seit neuestem haben bei Kobe. Ne, hier ganz rechts und ganz links unten und dann wieder in der Mitte. Sieht diese Form ganz cool aus. Wir haben hier Facetts gebaut
Und wir haben hier vorne auch noch diese bedruckte Luke am Turm, auch ganz cool, so wie den Turm da oben bedruckt. Nicht wundern, es war wohl auch in echt so, dass wenn man den Turm gedreht hat, die Antenne quasi umgeknickt ist bei dem Original. Was beim Original aber sicherlich ging, war, dass man das Rohr verstellen kann, kann man hier nicht. Es ist starr, gefällt mir nicht so gut. Sonst übliche Bauweise, die wir auch von 1:48 Modellen kennen oder halt vom 1:35ern, die wir jetzt ja immer öfter bauen hier bei Kobi. Vorne auch schön mit den Ketten. Also dieses Fahrzeug, ich bin froh, dass ich einen 1:35er jetzt, also dass ich den jetzt habe, generell den Panzer 38T, weil ich schon ein kleiner Fan dieser Panzer bin, den Panzer 35T und den 38T, sowie das, was alles daraus geworden ist. Das gefällt mir richtig gut. Deswegen bin ich froh, ihn zu haben. Trotzdem hätte ich ihn ganz gerne größer. Fan bin ich von hinten hier. Da sieht er sehr markant aus mit dem tschechischen Motor. Das ist ganz cool und hier haben wir auch den Helm an der Seite. Also mit Abstrichen finde ich den ganz cool. Der Matilda, der Mark II aus dem Tank Museum in Bovington ist per se eigentlich auch ganz cool, aber, und jetzt kommt aber. Ich zeige euch aber erstmal trotzdem, bevor es aber kommt, machen wir erst das Coole, die Aufdrucke. The Princess Royale, ihr habt das Foto gesehen, das ist original so, hier oben die aufgedruckte Luke, ganz cool auf diesen halben Stein. Hier die Nummer, hier vorne auch drauf gedruckt. Ganz vorne hier auf diesen 1x1er auf den Teils haben wir vorne auch hier so Fahrlichter aufgedruckt. Und hier an der Seite dann sogar einen bedruckten Sandsack oder eine Plane und auch wieder hier die Drucke. Was mir hier an dem Ding aber überhaupt nicht gefällt, ist erstmal hier hinten diese Abgasanlage, die nur so drauf gesteckt ist. Dann muss man wirklich aufpassen, finde ich, dass man das alles richtig gerade macht, sonst sieht es sehr unordentlich aus. Es ist, wie gesagt, nur so drauf gesteckt. Dann sehen wir hier hinten paar Noppen. Ich mag zwar Noppen, aber irgendwie an solchen Stellen finde ich es jetzt nicht so gut. Größte Manko für mich allerdings ist, ihr seht es schon hier, da kommt die Ecke raus, dass man hier quasi so, ja, nicht überlappend baut. Dass diese Schürze hier so mit Slopes dran, mit Hinges dran gemacht ist, also hier mit den Gelenken und dann auch leider nicht durchgängig hier irgendwie verbunden ist, sondern hier es lose ist. Seht ihr es, da kommt die Kante hoch. Das ist blöd. Es wirkt halt einfach nur wie so eine Verkleidung. Und dann hier das Fahrwerk auf diesen kleinen Mini-Rädern, die aussehen wie so Schraubverschlüsse von so Probepackungen für Zahnpasta. Weiß ich nicht. Das geht sicherlich viel, viel besser. Was ich cool finde, sind diese neuen Kobi Slopes hier, die so, ja, 1,5 Steine lang sind. Man kann sie also nur auf einer Noppe aufnoppen, aber da gibt es viele Möglichkeiten, Schutzbleche bei Panzern zu bauen. Hier Nebelwerfer, hier die Luke, die aber auch witzlos ist, weil reinstellen können wir es nicht. Optisch ist dieser Panzer cool, aber Spaß gemacht zu bauen hat er mir überhaupt nicht. Auch weil ich in der Anleitung überhaupt nicht erkennen konnte, vielleicht liegt es an meinen Augen, diese 1x2er hier, ob die jetzt mit den Noppen kommen oder nicht. Ihr seht ja hier, wir haben hier ganz viele dieser genoppten, genieteten 1x2er Teils. Von unten dann auch wieder so quer gebaut, wie wir es kennen, auch von den Sonderkfz. Also so optisch sieht er aus wie ein Matilda, das soll er auch, aber den Bauspaß hatte ich nicht. Und jetzt machen wir nochmal einen Rolltest. Ja, gut. Ihr wisst, mein Bauflies ist jetzt nicht gerade das geeignetste Medium, um jetzt hier einen Panzer rollen zu lassen, aber er tut es nicht so gut. Ihr bekommt gleich noch einmal Detailfotos, aber ich wollte euch noch mal zeigen, wie eine richtige Ruine aussehen kann. Und zwar so. Ups, da fällt mir was ab. So, zack, hier haben wir nämlich eine Bauernhofruine von Modbricks. Klar, hat nicht die gleiche Steinequalität wie Kobi, aber sieht irgendwie besser aus. Ich erwarte das jetzt nicht in so einem Set, aber ich würde mir wünschen, dass Kobi vielleicht auch mal so etwas macht. Das wäre richtig cool. Ja, Freunde, jetzt bekommt ihr noch coole Detailfotos und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Wie immer an dieser Stelle, liebe Freunde, bekommt ihr hier ein paar Detailfotos, um euch selber nochmal ein Bild von den Sets zu machen, unabhängig von meiner Meinung des Reviews. Ich möchte euch aber noch eine Besonderheit zum 38C Panzer aus dem Deutschen Panzermuseum erzählen, der übrigens in der Halle 1 steht, und auf dem Link des Deutschen Panzermuseums könnt ihr sogar virtuell durch diese Hallen fahren. Kann ich euch nur empfehlen, da seht ihr dann auch dieses Gefährt. Aber das Fahrzeug, was da steht,
was im Original eigentlich Prager TNH heißen würde, also die Bezeichnung der tschechischen Originalversion, ist aber kein Tscheche. Es ist nämlich eigentlich ein Lizenzbau von Scania aus Schweden, ein Stritzwagen M41 S2, wenn ich genau hingehört habe. Also eigentlich haben wir hier einen weiteren schwedischen Panzer. Kobi hat uns ja schon ein paar geliefert. Ich habe euch schon mal hier einen Stritzwagen vorgestellt. Und wenn man es mal genau nimmt, ist der Primo Victoria von Sabaton ja auch ein schwedischer Panzer. Was haltet ihr davon? Habt ihr das gewusst? Schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentare, würde mich drüber freuen. Ich finde das ein lustiger Fakt, dass wir hier eigentlich keinen richtigen 38T haben, sondern einen schwedischen Lizenzbau, der farblich angepasst ist. Aber, das kann ich euch verraten, das gibt es auch bei anderen Panzern. Zum Beispiel wurde ja auch der Jagdpanzer 38T noch in der Schweiz weitergebaut und viele sogenannte Hetzer, die ihr in Museen stehen seht, sind eigentlich Schweizer Jagdpanzer 38T. Ja, Freunde, jede Museumstour hat einmal ein Ende. Auch unser Review zum Set des Deutschen Panzermuseums bzw. des Tankmuseums in Bomington in Kooperation mit Kobi, die Schlacht von Arras, unser Matilda Mark II und der 38T der Wehrmacht. Ich habe ein bisschen gemeckert, aber eigentlich, Freunde, habe ich mich sehr darauf gefreut. Ich bin Fan von diesen geschichtlichen Inhalten und deswegen kann ich ja auch nur Fan sein, wenn das Deutsche Panzermuseum oder das Tankmuseum ein Set mit Kobi rausbringt. Gerne mehr davon und deswegen stelle ich es euch vor und deswegen ist das, was ich hier am Rummeckern gemacht habe, vielleicht einfach nur das, was ein Liebhaber halt macht. Wenn ihr Fußballfan seid, meckert ihr auch vielleicht an euren Verein rum, auch wenn es eigentlich gut läuft. Oder wenn ihr ein Lieblingsessen habt, habt ihr auch immer so ein bisschen vielleicht mal zu viel Salz, zu wenig Pfeffer drin und sagt so, das war beim letzten Mal besser. Das, was man liebt, damit setzt man sich am meisten und auch am meisten kritisch auseinander. Ich finde das Set am Ende in der Gesamtkooperation, in der Gesamtgeschichte, das, was es sein soll, ist es total okay als Mitbringsel aus dem Museum. Und ich habe einfach mal wieder ein tolles Set gehabt, was ich euch zeigen kann. Über den Maßstab 1:35 wisst ihr, da können wir hier stundenlang streiten. Was auf jeden Fall cool ist, und deswegen überlege ich sogar wirklich, es mir noch einmal zu besorgen, sind alleine die bedruckten Schilder, weil da kann man ganz, ganz viele Dioramen, Schaubilder, Landschaften mitmachen. Da fällt mir eine ganze Menge ein, alleine hier mit den Dünkirchen-Dünkirk-Schild. Schreibt mir eure Meinung bitte wie immer unten in die Kommentare, würde mich freuen. Vielleicht schaut ihr auch mal auf den Webseiten der beiden Museen oder generell der ganzen Museen, die es da gibt, vorbei. Ich finde so, man kann es ja auch als Kultur bezeichnen, technische Kultur, haben ja wirklich Unterstützung verdient. Und dann habe ich noch mal eine Idee, Freunde, da könnt ihr mir wirklich mal eure Meinung zuschreiben. Das ist jetzt nichts für dieses Jahr, ist was Langfristiges. Sollen wir mal einen Exkurs machen? Wollen wir uns mal treffen? Vielleicht eine Bloxicon im nächsten Jahr im Panzermuseum in Munster. Und wenn wir ganz groß denken, vielleicht irgendwann auch mal eine kleine Truppe in Bomington. Hättet ihr da Bock drauf? Sollte ich mir da mal Gedanken machen? Schreibt es mir bitte auch unten in die Kommentare. Und über ein Abo, Daumen hoch, Daumen runter, würde ich mich natürlich auch freuen. So, wir sind am Ausgang angelangt und ich kann euch sagen, beim Deutschen Panzermuseum ist es selbst von draußen noch ganz nett anzuschauen. Also vielleicht schaut ihr euch auch noch mal zum Abschluss eines der anderen Videos hier auf dem Kanal an. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.